Auf Marmelade verzichten kann man. Klar, muss man aber nicht. Hallo Freunde, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In meinem heutigen Beitrag zeige ich euch 3 leckere weihnachtliche Marmeladenrezepte, die nicht nur gut schmecken, sondern auch wirklich gut dafür geeignet sind, diese zu verschenken. Heute stelle ich euch meine liebsten Weihnachtsmarmeladen vor. Und wir starten mit meinem absoluten Favorite, der Birnen-Preiselbeermarmelade. Die heute hier vorgestellten Rezepte entsprechen 1 bis 2 Marmeladengläsern, je nach Größe, die ihr verwendet. Und los geht's! Dazu schält ihr 500 Gramm Birnen, entkernt diese, und schneidet sie in kleine Stücke. Gebt die Birnen in einen Topf und fügt 200 Gramm Preiselbeeren hinzu. Danach fügt ihr den Saft einer Zitrone, drei Kapseln Kardamom und 2 Stangen Zimt hinzu. Schließlich 700 Gramm Gelierzucker hinzufügen. Nun lässt ihr alles 1 bis 2 Stunden gut durchziehen und nehmt dann Zimt und Kardamom aus der Masse heraus. Die Kochdauer von Birnen und Preiselbeeren hängt in erster Linie davon ab, wie hart diese auch sind. Meine Marmelade habe ich ca. 15 Minuten lang einkochen lassen. Wenn alles gut weich gekocht ist, in schöne Marmeladengläser füllen. Diese Marmelade ist ein absolutes Highlight und schmeckt total lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und weiter geht es mit einer wunderbaren Apfelstrudelmarmelade. Dafür verwendet ihr 500 Gramm Äpfel eurer Wahl. Schält und raspelt diese. Danach fügt ihr 10 Gramm Rosinen hinzu. Ich habe meine vorher in Rum eingelegt, das ist aber optional. Weiters ein Teelöffel Zimt. Schließlich fügt ihr den Saft einer halben Zitrone und 600 Gramm Gelierzucker hinzu. Alles zusammen ca. 5 Minuten einkochen lassen. In gewohnter Weise abfüllen und verschließen. Die Marmelade ist ein Highlight für alle Apfelliebhaber. Und last but not least die Mandarinenmarmelade. Für die Mandarinenmarmelade schält ihr 500 Gramm Mandarinen. Danach schneidet ihr sie klein und entkernt sie, falls das notwendig ist. Weiters kommt dazu der Saft einer halben Zitrone, 500 Gramm Gelierzucker und ein halber Teelöffel Zimt. Zusätzlich habe ich noch 2 Gewürznelken in einen Teebeutel gegeben, den ich mit der Marmelade mitkochen werde.
In gewohnter Weise alles ca. 5 Minuten lang einkochen lassen. Und danach wieder in Gläser füllen. Das waren 3 leckere Weihnachtsmarmeladenrezepte. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Sonst freue ich mich einfach, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Eure Kräuterhexe.